Lektion 1. Kümmere dich um deine Gesundheit. Hey Anna, ich wollte nach dir sehen. Ich weiß, dass es dir in letzter Zeit nicht gut geht. Du hast recht, es ist jetzt ein paar Tage her. Ich denke, es ist vielleicht das Beste, wenn ich einen Arzt aufsuche. Ich stimme zu, es ist wichtig, auf ihre Gesundheit zu achten. Selbst ein kleines Problem kann schwerwiegend werden, wenn es nicht geprüft wird. Definitiv. Ich möchte nicht zulassen, dass sich das hinzieht und riskiert, dass es schlimmer wird. Eine professionelle Meinung wäre wirklich hilfreich. Absolut. Sie sollten so schnell wie möglich einen Termin vereinbaren. Frühzeitiges Eingreifen ist der Schlüssel. Du hast so recht. Ich rufe morgen als erstes die Arztpraxis an, um einen Termin zu vereinbaren. Toll, ich freue mich, dass du diesen Schritt machst. Lassen Sie mich wissen, ob ich irgendetwas tun kann, um Sie dabei zu unterstützen. Danke, das ist wirklich nett von dir. Nur deine Ermutigung bedeutet mir viel. Natürlich bin ich für dich da. Gesundheit sollte immer oberste Priorität haben. Das weiß ich mehr zu schätzen, als du denkst. Ich fühle mich schon besser, wenn ich dieses Gespräch führe. Ich freue mich, das zu hören. Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, wenn Sie etwas benötigen. Das werde ich. Vielen Dank, John. Ich freue mich, einen Freund wie dich zu haben. Jederzeit. Pass auf dich auf und ich hoffe, du fühlst dich bald besser. Lektion 2. Händels musikalische Reise. Morgen. Ich habe gerade über das Leben des berühmten Komponisten George Friedrich Händel gelesen. Wussten Sie, dass er den größten Teil seiner Karriere in London verbracht hat? Faszinierend. Ich wusste nicht, dass Händel so lange in England ansässig war. Was hast du noch über seine musikalische Reise gelernt? Nun, es scheint, dass sein Sponsor der Kurfürst von Hannover war, der später König George von Großbritannien wurde. Händel hatte in London großen Erfolg. Das ist eine ziemlich beeindruckende Verbindung. Ich frage mich, wie Händel ursprünglich unter der Schirmherrschaft des Kurfürsten in England gelandet ist. Soweit ich weiß, besuchte Händel 1710 London zum ersten Mal und beschloss, zu bleiben und Opern zu komponieren, die sehr gut aufgenommen wurden. Es muss eine aufregende Zeit für ihn gewesen sein, als er von Deutschland wegzog, um in der geschäftigen Londoner Musikszene erfolgreich zu sein. Definitiv. Die Unterstützung des Kurfürsten von Hannover war entscheidend dafür, dass Händel sich auf sein Schaffen in England konzentrieren konnte. Ich würde gerne mehr über die spezifischen Opern und Orchesterstücke erfahren, die Händel während seiner Zeit in London komponiert hat. Hast du irgendwelche Favoriten? Ah ja, zu seinen bekanntesten Werken aus dieser Zeit gehören Messia, Water Music und Music for the Royal Fireworks. Wirklich zeitlose Klassiker. Was für ein bemerkenswertes Erbe Händel hinterlassen hat. Ich verstehe, warum er als einer der größten Komponisten der Barockzeit gilt. Absolut. Seine Musik fasziniert und inspiriert auch Jahrhunderte später das Publikum auf der ganzen Welt. Lektion 3. Projektmanager zuweisen. Hallo Anna, ich wollte darüber sprechen, wie wir Projektmanager innerhalb unserer Teams besser einsetzen können. Was ist deine Meinung dazu? Das ist ein großartiges Thema, John. Ich habe auch darüber nachgedacht, wie wir unsere Projektmanagementprozesse optimieren können. Exakt. Ich denke,
Es wäre von Vorteil, wenn wir alle einen engagierten Projektmanager aus unseren jeweiligen Teams beauftragen würden. Ich stimme vollkommen zu. Ein einziger Ansprechpartner für jedes Projekt würde die Kommunikation und Koordination verbessern. Definitiv. Der Projektmanager könnte dafür verantwortlich sein, Zeitpläne zu verfolgen, Aufgaben zu delegieren und über Fortschritte zu berichten. Exzellente Idee. Das würde sicherstellen, dass alle auf derselben Wellenlänge sind und die Wahrscheinlichkeit minimieren, dass Dinge durch das Raster fallen. Absolut. Und wir könnten die Projektmanager befähigen, bestimmte Entscheidungen zu treffen, um die Dinge effizient am Laufen zu halten. Ich mag diesen Ansatz. Es würde ihnen die Autonomie geben, Probleme zu beheben und bei Bedarf Anpassungen vorzunehmen. Exakt. Und wir können den Projektmanagern die notwendigen Ressourcen und Unterstützung zur Verfügung stellen, um in ihren Rollen erfolgreich zu sein. Klingt nach einem soliden Plan. Sollen wir ein Treffen vereinbaren, um die Einzelheiten zu besprechen und das neue System einzuführen? Exzellenter Vorschlag. Ich werde weitermachen und Einladungen zu einer Teamdiskussion über die Formalisierung der Aufgaben von Projektmanagern verschicken. Wunderbar, ich freue mich darauf, daran mitzuarbeiten. Ich denke, es wird einen großen Unterschied in der Art und Weise machen, wie wir Projekte durchführen. Ich auch. Das wird unsere Organisation grundlegend verändern. Ich freue mich darauf, den Stein ins Rollen zu bringen. Lektion 4. Reisebuchungspräferenzen. Hallo Anna, ich bin neugierig auf deine Herangehensweise an die Reisebuchung. Benutzt du normalerweise Reisebüros oder buchst du lieber online? Das ist eine gute Frage, John. Persönlich habe ich es immer vorgezogen, über Reisebüros zu buchen. Ich finde, das nimmt dem Prozess viel Arbeit ab. Ich verstehe den Reiz daran. Es kann sehr praktisch sein, einen Experten für die gesamte Logistik und die Organisation zu haben. Exakt. Die Reisebüros, mit denen ich zusammengearbeitet habe, waren so kompetent und aufmerksam auf meine Bedürfnisse. Es hat sich für mich gelohnt. Interessant. Ich habe selbst immer einfach alles online gebucht. Aber ich kann mir den Mehrwert vorstellen, einen engagierten Reiseprofi zu haben. Beide Methoden haben definitiv Vor- und Nachteile. Hatten Sie jemals Probleme mit der Online-Buchung, die Sie dazu veranlasst haben, die Nutzung eines Agenten zu überdenken? Jetzt, wo Sie es erwähnen, gab es einige Male, in denen es bei Online-Buchungen nicht so reibungslos lief. Verspätete Flüge, Verwechslungen mit Unterkünften, solche Dinge. Ich kann diese Frustration definitiv nachvollziehen. Es ist so schön, jemanden in Ihrer Ecke zu haben, der sich für Sie einsetzt, wenn etwas schief geht. Du bringst ein wirklich gutes Argument vor. Wenn ich das nächste Mal eine große Reise plane, muss ich mir die Reisebüros vielleicht noch einmal ansehen. Ich würde mich freuen, Ihnen einige Empfehlungen zu geben, wenn Sie bereit sind, es auszuprobieren. Die Agenten, mit denen ich zusammengearbeitet habe, waren fantastisch. Das weiß ich zu schätzen. Ich werde deine Vorschläge auf jeden Fall berücksichtigen. Die Erkundung neuer Reisebuchungsoptionen könnte zu einem viel reibungsloseren Erlebnis führen. Absolut. Ich bin mir sicher, Sie werden angenehm überrascht sein, wie hilfreich ein gutes Reisebüro sein kann. Es lohnt sich, es für Ihr nächstes Abenteuer in Betracht zu ziehen. Toll, danke für den Rat. Ich werde einige Nachforschungen anstellen und sehen, ob ich einen Agenten finden kann, der gut zu mir passt. Dieses Gespräch war wirklich aufschlussreich.
Lektion 5. Englischsprachige Ärzte finden. Hey Anna, kann ich dich etwas über die Suche nach englischsprachigen Ärzten fragen? Ich bin mir nicht sicher, aber ich denke, die meisten Ärzte hier können Englisch sprechen. Das ist eine gute Frage, John. Meiner Erfahrung nach kann es sehr unterschiedlich sein, wenn es um englischsprachige Ärzte in diesem Bereich geht. Das ist gut zu wissen. Ich habe gemischte Dinge gehört, also bin ich mir nicht sicher, was mich erwartet. Haben Sie Empfehlungen für die Suche nach einem englischfreundlichen Arzt? Absolut. Ich würde vorschlagen, zunächst bei Ihrer Krankenkasse nachzufragen. Sie haben oft Listen von Ärzten in Ihrem Netzwerk, die fließend Englisch sprechen. Das ist eine kluge Idee. Ich hatte nicht daran gedacht, bei meiner Versicherung nachzufragen. Das könnte mir definitiv viel Zeit und Frust ersparen. Ganz gewiss. Sie können auch versuchen, Online-Bewertungen zu durchsuchen, um festzustellen, ob Patienten die Englischkenntnisse des Arztes erwähnt haben. Exzellenter Tipp. Ich werde sicherstellen, dass ich mir diese sorgfältig durchlese. Sprachbarrieren können die Kommunikation mit einem Arzt so schwierig machen. Exakt. Es ist wichtig, jemanden zu finden, dem Sie sich wirklich öffnen und Ihre Bedenken ohne Verwirrung erklären können. Definitiv. Dieses gegenseitige Verständnis und dieses Maß an Komfort mit einem Arzt sind entscheidend. Ich freue mich, dass Sie diese Vorschläge teilen. Ich freue mich, dass ich helfen konnte. Den richtigen englischsprachigen Arzt zu finden, kann den Unterschied ausmachen, wenn es darum geht, die Pflege zu erhalten, die Sie benötigen. Absolut. Ich werde diese Tipps sofort anwenden. Dieses Gespräch war wirklich nützlich. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Lektion 6. Erkundung der Prager Sehenswürdigkeiten. Hey Anna, ich plane bald eine Reise nach Prag. Gibt es Sehenswürdigkeiten, die du empfehlen würdest, die du gesehen haben musst? Oh, Prag ist so eine wunderschöne Stadt. Du musst dir die ikonische Karlsbrücke ansehen. Ja, ich habe gehört, dass die Karlsbrücke ein echtes Highlight ist. Was würdest du sonst noch vorschlagen? Nun, Sie dürfen die atemberaubende Prager Burg nicht verpassen. Die Architektur dort ist einfach atemberaubend. Fantastisch, ich werde das Schloss auf jeden Fall besuchen. Gibt es noch etwas, das du besonders empfehlen würdest? Ich würde auch vorschlagen, über den bezaubernden Altstädter Ring zu schlendern. Die mittelalterlichen Gebäude sind einfach wunderschön. Ja, der Altstädter Ring klingt genau das Richtige für mich. Gibt es traditionelle Speisen, die ich probieren sollte, während ich dort bin? Vergessen Sie auf keinen Fall, die traditionellen tschechischen Gerichte wie Gulasch und Knödel zu probieren. So köstlich. Oh, das klingt genau nach meinem Geschmack. Ich werde sicherstellen, dass ich die lokale Küche probiere. Du wirst einen echten Leckerbissen erleben. Prag hat ein so reiches kulturelles Erbe und das Essen ist unglaublich. Ich kann es kaum erwarten. Das hat mir einige großartige Ideen gegeben, um eine unvergessliche Reise zu planen. Danke für die Tipps. Ich freue mich, dass ich helfen konnte. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie bei der Planung Ihres Besuchs weitere Prag-Empfehlungen benötigen. Absolut, ich weiß es zu schätzen, dass Sie sich die Zeit nehmen. Dieses Gespräch war sehr hilfreich. Lektion 7. Diskussion psychologischer Ansätze. Guten Morgen, Anna.
Ich habe mich in letzter Zeit wirklich für Psychologie interessiert. Hast du irgendwelche Erkenntnisse, die du uns mitteilen möchtest? Absolut. Psychologie ist ein faszinierendes Gebiet. Auf welchen speziellen Bereich sind Sie am meisten neugierig? Nun, ich habe darüber gelesen, wie bestimmte Erkrankungen verhindert und behandelt werden können. Wissen Sie viel darüber? Ja, das ist ein wirklich wichtiger Aspekt der Psychologie. Frühzeitiges Eingreifen ist bei vielen psychischen Problemen von entscheidender Bedeutung. Ich verstehe, das macht Sinn. Was sind einige der psychologischen Ansätze zur Vorbeugung und Behandlung von Krankheiten? Gute Frage. Die kognitive Verhaltenstherapie wird häufig eingesetzt, um Menschen dabei zu helfen, gesündere Denkmuster zu entwickeln. Interessant, ich habe davon gehört, weiß aber nicht viel darüber. Wie funktioniert kognitive Verhaltenstherapie? Es konzentriert sich darauf, negative oder verzerrte Gedanken zu identifizieren und herauszufordern, die zu problematischen Verhaltensweisen beitragen. Ah, ich verstehe, das klingt nach einer proaktiven Methode, um die Grundursachen anzugehen. Welche anderen Ansätze sind üblich? Ein weiteres Interessengebiet vieler klinischer Psychologen ist das Verständnis und die Bekämpfung von gewalttätigem Verhalten. Ah ja, das ist sicherlich ein komplexes und wichtiges Thema. Welche Techniken werden dort verwendet? Psychologen können in einigen Fällen eine Kombination aus Beratung, Strategien zur Wutbewältigung und sogar Medikamenten anwenden. Faszinierend, ich freue mich wirklich, dass wir das besprechen konnten. Sie haben mir einen großartigen Überblick über das Feld gegeben. Ich freue mich, dass ich einige hilfreiche Einblicke in die psychologischen Ansätze zur Vorbeugung und Behandlung geben konnte. Auf jeden Fall war dies ein aufschlussreiches Gespräch. Ich weiß es zu schätzen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Ihr Fachwissen zu teilen. Lektion 8. Nachhaltige Innovationen entdecken. Hey Anna, ich habe von einigen wirklich coolen nachhaltigen Innovationen mit Nutzpflanzen gehört. Weißt du irgendwas darüber? Oh ja, es gibt einige faszinierende Entwicklungen. Ein Bereich ist die Verwendung von Pflanzen zur Herstellung von Dingen wie Tinte und Farben. Wow, das ist beeindruckend. Ich hätte nie gedacht, dass man aus Feldfrüchten Tinte herstellen kann. Wie funktioniert das genau? Nun, bestimmte Pflanzen wie Erdnüsse können verarbeitet werden, um Öle zu extrahieren, die als Grundlage für Tinten und Farben verwendet werden können. Faszinierend, das ist wirklich innovativ. Welche anderen Anwendungen gibt es für diese Materialien auf Pflanzenbasis? Sie werden auch zur Herstellung von Speiseölen und Kosmetika verwendet, wodurch der Bedarf an Produkten auf Erdölbasis reduziert wird. Ah, ich verstehe. Es ist also eine Möglichkeit, nachhaltigere Alternativen zu gewöhnlichen Alltagsgegenständen zu schaffen. Das ist wirklich cool. Absolut, es ist ein großartiges Beispiel dafür, wie wir die Kraft der Natur nutzen können, um umweltfreundliche Lösungen zu entwickeln. Ich liebe es, über solche Innovationen zu lernen. Das macht mich hoffnungsvoll für die Zukunft und unsere Fähigkeit, nachhaltiger zu sein. Ich auch, es ist aufregend zu sehen, wie viel Kreativität und Problemlösung in diesem Bereich herrschen. Es gibt so viel Potenzial. Auf jeden Fall war das ein wirklich aufschlussreiches Gespräch. Vielen Dank, dass Sie Ihr Wissen zu diesem Thema geteilt haben. Ich freue mich, Ihnen einen Überblick über einige dieser innovativen Anwendungen für Nutzpflanzen geben zu können.
Es ist ein faszinierendes Gebiet. Absolut, ich weiß es zu schätzen, dass Sie sich die Zeit nehmen. Ich fühle mich inspiriert, mehr über nachhaltige Innovationen zu erfahren. Lektion 9. Vielfalt annehmen. Guten Morgen, Anna. Ich habe über Kreativität nachgedacht und darüber, wie wichtig es ist, verschiedene Perspektiven zu schätzen. Absolut, ich könnte nicht mehr zustimmen. Die Berücksichtigung verschiedener Sichtweisen ist der Schlüssel zur Förderung von Innovationen. Definitiv. Wenn wir unsere eigenen Seifenblasen verlassen, ist das eine großartige Gelegenheit, unseren Horizont zu erweitern. Exakt. Vielfalt ermöglicht es uns, Dinge aus neuen Blickwinkeln zu betrachten und einzigartige Lösungen zu finden. Absolut. Und es geht nicht nur um Kreativität, Vielfalt verbessert unser Verständnis der Welt. Du hast so recht. Es ist so bereichernd, verschiedene Kulturen, Hintergründe und Erfahrungen zu schätzen. Definitiv. Es macht das Leben lebendiger und interessanter, wenn wir offen für vielfältige Ideen sind. Ich hätte es nicht besser sagen können. Vielfalt ist eine wunderbare Gelegenheit, zu wachsen und zu lernen. Vollkommen. Und ich denke, es ist wichtig, aktiv nach unterschiedlichen Perspektiven zu suchen, anstatt sie nur passiv zu akzeptieren. Ausgezeichneter Punkt. Manchmal müssen wir uns bemühen, unsere Komfortzonen zu verlassen. Exakt. Dann passiert die wahre Magie, wenn wir unsere eigenen Vorurteile in Frage stellen. Absolut. Vielfalt anzunehmen ist ein Geschenk, das auf so viele Arten immer wieder schenkt. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Das war eine großartige Diskussion. Vielen Dank, dass Sie Ihre Erkenntnisse geteilt haben. Lektion 10. Erkundung neuer Partnerschaften. Liebe Grüße. Ich freue mich, dass Sie auf die Idee gekommen sind, neue Partnerschaften auszuloten. Welche Möglichkeiten hatten Sie im Sinn? Hallo John, ich habe darüber nachgedacht, mich zu verzweigen und mit einigen interessanten neuen Unternehmen zusammenzuarbeiten. Bist du offen dafür, mehr über meine Ideen zu erfahren? Absolut, ich bin ganz Ohr. Welche Art von Partnerschaften ziehen Sie in Betracht, die für beide Seiten von Vorteil sein könnten? Nun, ich habe nach einigen Tech-Startups gesucht, die in unserer Branche innovative Arbeit leisten. Ich denke, da könnte es einige spannende Synergien geben. Das klingt vielversprechend. Welche spezifischen Bereiche der Zusammenarbeit hatten Sie sich vorgestellt? Ich bin neugierig, mehr zu erfahren. Ich dachte, wir könnten eine gemeinsame Produktentwicklung oder sogar eine Investitionsmöglichkeit prüfen. Ihre Spitzentechnologie könnte unser Angebot gut ergänzen. Das ist eine faszinierende Idee. Hatten Sie erste Gespräche mit diesen potenziellen Partnern? Noch nicht, ich wollte zuerst deine Gedanken hören, bevor ich Kontakt aufnehme. Ich schätze Ihren Beitrag und wollte nicht weitermachen, ohne mit Ihnen in Einklang zu kommen. Ich weiß es zu schätzen, dass du mir das zuerst gebracht hast. Lassen Sie uns die Möglichkeiten auf jeden Fall weiter untersuchen. Wann können wir uns etwas Zeit nehmen, um tiefer in die Details einzutauchen? Wunderbar, ich freue mich darauf, den Stein ins Rollen zu bringen. Wie wäre es, wenn wir eine Stunde später in dieser Woche absperren, um wirklich einen Plan auszuarbeiten? Klingt gut für mich. Ich freue mich darauf zu sehen, wohin das führen könnte.
Dies könnte der Beginn von etwas sehr Vielversprechendem sein. Lektion 11. Berühmte Persönlichkeiten und ihr Vermächtnis. Hey Anna, wusstest du, dass Toronto und Columbia beide für ihre Verbindungen zu bestimmten Personen berühmt sind? Oh wirklich? Darüber würde ich gerne mehr erfahren. Was ist die Geschichte hinter ihrem Ruhm? Nun, in Toronto gibt es eine Person namens Han Long, die offenbar so bekannt war, dass eine große kanadische Zeitung behauptete, er sei die berühmteste Person der Stadt. Wow, das ist ein ziemlicher Anspruch. Ich frage mich, was Han Long getan hat, um in Toronto so berühmt zu werden. Nach allem, was ich gelesen habe, war Han Long eine herausragende Persönlichkeit in der frühen Geschichte der Stadt, bekannt für seine vielen Beiträge und Erfolge. Interessant. Und was ist mit Columbia? Wer ist die berühmte Person, die mit diesem Ort in Verbindung gebracht wird? Im Fall von Columbia ist die berühmte Figur tatsächlich die Universität selbst. Die Columbia University gilt seit langem als eine der renommiertesten Hochschulen der Welt. Ah, ich verstehe. Also die Columbia University, nicht eine bestimmte Person, hat diesen Ort so berühmt gemacht. Exakt. Der Ruf der Universität für akademische Exzellenz und ihre beeindruckende Liste von Alumni haben Columbia's Status als weltweit anerkannte Institution gefestigt. Das macht Sinn. Es ist erstaunlich, wie bestimmte Orte aufgrund ihrer starken Verbindungen zu namhaften Personen oder Institutionen berühmt werden können. Absolut. Das Vermächtnis dieser einflussreichen Persönlichkeiten und Organisationen kann eine Stadt oder Universität wirklich bekannt machen. Ganz gewiss. Es ist faszinierend, mehr über die Hintergrundgeschichten zu erfahren, die hinter dem Ruhm von Orten wie Toronto und Columbia stehen. Ich stimme zu, es ist immer interessant, die Geschichten und Geschichten zu entdecken, die zum Ruf eines Ortes beitragen. Lektion 12. Erkundung der internationalen Küche. Guten Morgen, Anna. Hattest du in letzter Zeit Gelegenheit, indisches Streetfood zu probieren? Nein, habe ich nicht. Aber das wollte ich schon. Ich habe gehört, dass es einen tollen Imbisswagen gibt, der authentische indische Gerichte serviert. Oh ja, da war ich schon mal. Das Essen ist unglaublich. Die Aromen sind so kräftig und lebendig. Das klingt unglaublich. Was für Gerichte hast du probiert? Ich würde mich über ein paar Empfehlungen freuen. Nun, die Samosas waren nicht von dieser Welt, außen knusprig, innen vollgepackt mit Gewürzkartoffeln. Und das Hühnchen Tikka Masala war ein Traum. Oh, die beiden klingen köstlich. Ich werde hungrig, wenn ich nur daran denke. Womit würdest du vorschlagen, dass ich anfange? Wenn ich eines auswählen müsste, würde ich sagen, dass Chicken Tikka Masala ein großartiges Einstiegsgericht ist. Es ist cremig, würzig und nicht zu scharf für Anfänger. Perfekt, genau das suche ich. Ich kann es kaum erwarten, mir diesen Vordruck anzusehen und in authentische indische Küche einzutauchen. Du wirst es lieben. Der Besitzer ist so begeistert davon, die Aromen Indiens mit der Gemeinschaft zu teilen. Ich wette, Essen ist eine großartige Möglichkeit, verschiedene Kulturen kennenzulernen und zu schätzen. Absolut. Das Ausprobieren neuer Küchen öffnet einem wirklich die Augen für die Vielfalt der Welt.
Ich stimme zu. Ich freue mich darauf, meinen kulinarischen Horizont mit diesem indischen Streetfood-Erlebnis zu erweitern. Super, lass mich wissen, wie es geht. Ich freue mich immer, neue Lieblingsgerichte zu entdecken. Lektion 13. Planung eines Einkaufsausflugs. Hey Anna, hast du schon angefangen, unseren Einkaufsbummel zu planen? Noch nicht, aber ich dachte, wir sollten zuerst einen Haushaltsplan aufstellen, bevor wir gehen. Das ist eine kluge Idee. Wir wollen nicht zu viel ausgeben und es später bereuen. Exakt. Irgendwelche Gedanken darüber, wie viel wir für die Reise bereitstellen sollten? Lass mich nachdenken. Ich würde sagen, ein paar $100 sollten uns genug geben, um damit zu arbeiten. Klingt vernünftig. Das können wir als allgemeine Richtlinie verwenden und dann nach Bedarf anpassen. Gute Entscheidung. Wir sollten auch eine Liste der Geschäfte erstellen, die wir besuchen wollen. Definitiv. Ich dachte, wir könnten im Einkaufszentrum anfangen und uns dann einige der Boutiquen in der Innenstadt ansehen. Oh, das ist eine tolle Idee. Das Einkaufszentrum hat so eine große Auswahl und in den Boutiquen gibt es noch mehr einzigartige Fundstücke. Absolut. Und wir können zwischendurch zu Mittag essen, um neue Energie zu tanken und Energie zu tanken. Exzellenter Plan. Das entwickelt sich zu einem großartigen Einkaufsabenteuer. Ich freue mich schon. Es wird so viel Spaß machen, den Tag damit zu verbringen, nach neuen Schätzen zu suchen und sie zu finden. Einverstanden. Mit einem soliden Plan und Budget denke ich, dass wir bereit sind, diesen Einkaufsbummel zu meistern. Klingt perfekt. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, welche Edelsteine wir entdecken. Ich auch nicht. Das wird ein toller Tagesausflug. Lektion 14. Morgenroutinen. Morgen. Mir ist aufgefallen, dass du in letzter Zeit viel Tee getrunken hast. Du hast recht, für mich ist es auch zur Gewohnheit geworden. Ich greife sogar danach, bevor ich aus dem Bett komme. Wow, das ist Hingabe. Warum hast du angefangen, so konsequent Tee zu trinken? Nun, ich habe gelesen, dass es viele gesundheitliche Vorteile hat, und ich wollte es in meinen Tagesablauf integrieren. Das ist eine tolle Idee. Ich habe auch versucht, gesundheitsbewusster zu werden. Haben Sie darüber nachgedacht, Ihrer Morgenroutine Tee hinzuzufügen? Ich finde, es hilft mir wirklich, aufzuwachen und mich zu konzentrieren. Ich bin eher ein Kaffee-Fan, aber vielleicht sollte ich Tee mal probieren. Ich denke, du würdest es wirklich genießen. Es gibt so viele verschiedene Arten und Geschmacksrichtungen zu entdecken. Weißt du, das klingt ansprechend. Ich werde bei meinem nächsten Einkaufsbummel etwas Tee holen müssen. Wunderbar. Ich kann Ihnen sogar einige gute Starteruptionen vorschlagen, wenn Sie möchten. Das würde ich zu schätzen wissen. Ich möchte sicher gehen, dass ich einen Tee bekomme, den ich wirklich gerne trinke. Gar kein Problem. Ich teile gerne meine persönlichen Empfehlungen mit. Fantastisch, danke Anna. Das könnte der Beginn eines ganz neuen Morgenrituals für mich sein. Ich bin sicher, du wirst es lieben. Tee ist zu einem so wichtigen Bestandteil meines Tagesablaufs geworden.
Nun, ich freue mich darauf, es auszuprobieren. Wer weiß, vielleicht ersetzt es sogar meine Kaffeesucht. Das wäre eine ziemliche Transformation. Aber ich habe das Gefühl, dass Sie in kürzester Zeit süchtig nach Tee sein werden. Haha, das werden wir sehen. So oder so, ich freue mich darauf, meinen Horizont für morgendliche Getränke zu erweitern. Lektion 15. Fotografie erkunden. Hey Anna, hast du dich in letzter Zeit mehr mit Fotografie beschäftigt? Weißt du, das habe ich. Ich habe gerade eine schöne Kamera gekauft und sie macht mir wirklich Spaß. Das ist großartig. Warum hast du dich entschieden, mit der Fotografie zu beginnen? Nun, ich kann mir vorstellen, dass es ein lustiges und kreatives Hobby ist. Außerdem spart es im Vergleich zu einem Studio Zeit und Geld. Das ist ein gutes Argument. Eine eigene Kamera eröffnet viele Möglichkeiten. Genau. Ich habe mit verschiedenen Einstellungen und Techniken experimentiert. Das muss wirklich befriedigend sein. Hast du irgendwelche Fotos gemacht, auf die du besonders stolz bist? Ja, tatsächlich. Ich habe neulich diese tolle Aufnahme der Skyline der Stadt gemacht. Oh, ich würde es gerne sehen. Fotografieren ist eine so beeindruckende Fähigkeit. Ich muss es dir irgendwann zeigen. Es ist wirklich lohnend, diese besonderen Momente festzuhalten. Ich wette. Ich habe immer Leute bewundert, die wunderschöne, professionell aussehende Fotos machen können. Es ist definitiv eine Kunstform. Aber mit ein wenig Übung kann jeder den Dreh rausbekommen. Das ist ermutigend. Vielleicht muss ich mir deine Kamera leihen und es selbst ausprobieren. Ich bringe dir gerne ein paar Tricks bei. Fotografieren ist so ein lustiges und zugängliches Hobby. Toll, ich nehme das mit dir auf. Es könnte auch eine großartige Möglichkeit für uns sein, uns zu verbinden. Definitiv. Ich bin immer auf der Suche nach Fotofreunden, mit denen ich die Stadt erkunden kann. Nun, betrachte mich als angemeldet. Das wird ein aufregendes neues Abenteuer. Ich kann es kaum erwarten. Es wird eine tolle Zeit sein, die Welt durch unsere Linse zu entdecken. Ich auch nicht. Danke, dass du mich inspiriert hast, etwas Neues auszuprobieren. Lektion 16. Mardi Gras erkunden. Guten Morgen, Anna. Wusstest du, dass in New Orleans jedes Jahr Mardi Gras gefeiert wird? Hab ich. Ich wollte schon immer die lebhaften Feierlichkeiten dort erleben. Ich auch. New Orleans und Umgebung erwachen während des Mardi Gras wirklich zum Leben. Ich habe gehört, dass die Paraden, Kostüme und die allgemeine Energie einfach unglaublich sind. Absolut. Die Stadt geht mit ihren farbenfrohen, extravaganten Displays wirklich voll auf. Ich kann mir vorstellen, dass die Straßen voller Nachtschwärmer sind, die die Feierlichkeiten genießen. Ganz gewiss. Es muss eine so unterhaltsame und lebendige Atmosphäre sein, ein Teil davon zu sein. Ich wette, das Essen und die Musik sind auch fantastisch. New Orleans ist bekannt für seine reiche Kultur. Definitiv. Cajun und kreolische Küche zu genießen, ist ein Muss während des Mardi Gras.
Und die Jazzmusik muss einen so lebendigen, feierlichen Soundtrack schaffen. Genau. Ich würde gerne auf der Straße tanzen und alle lokalen Traditionen aufsaugen. Ich auch. Mardi Gras scheint das ultimative Partyerlebnis zu sein. Es steht definitiv auf meiner Bucketlist. Ich kann mir keinen besseren Ort vorstellen, um loszulassen. Das gleiche hier. New Orleans während des Mardi Gras klingt wie ein absoluter Knaller. Ganz gewiss. Ich freue mich schon, wenn ich nur an die farbenfrohen Kostüme denke. Oh, ich wette, die Kreativität, die in den Kostümen steckt, ist so beeindruckend. Definitiv. Es muss eine so kreative, festliche Atmosphäre sein. Ich kann es kaum erwarten, Fotos zu sehen und alles darüber zu hören, falls du eines Tages hingehst. Unbedingt. Mardi Gras in New Orleans ist definitiv ein einmaliges Erlebnis. Lektion 17. Die Seefahrt erkunden. Hey Anna, wusstest du, dass die Seeregion Kanadas aus New Brunswick, Nova Scotia und Prinz Edward Island besteht? Hab ich. Ich war schon immer fasziniert von der einzigartigen Kultur und natürlichen Schönheit der Maritimes. Ich auch. Es ist so ein malerischer und bezaubernder Teil des Landes. Absolut. Die zerklüfteten Küsten, die malerischen Küstenstädte und die reiche Geschichte sind so reizvoll. Definitiv. Ich würde gerne die Leuchttürme, Fischerdörfer und atemberaubende Landschaften erkunden. Das gleiche hier. Die Maritimes scheinen das perfekte Reiseziel für einen erholsamen, malerischen Kurzurlaub zu sein. Absolut. Und die Meeresfrüchte müssen unglaublich sein, da sie direkt an der Atlantikküste liegen. Oh, ich kann mir den frischen Hummer, die Jakobsmuscheln und andere Köstlichkeiten nur vorstellen. Da läuft mir das Wasser im Mund zusammen, wenn ich nur daran denke. Ich wette, die lokale Küche ist unglaublich. Ganz gewiss. Und die maritime Kultur mit ihren nautischen Traditionen scheint so faszinierend zu sein. Definitiv. Ich würde gerne mehr über das akkadische Erbe und die indigenen Einflüsse erfahren. Ich auch. Die Maritimes scheinen ein so reiches, vielfältiges kulturelles Geflecht zu haben. Absolut. Es wäre faszinierend, die Kunst, Musik und Festivals in der Region zu erkunden. Definitiv. Und die Outdoor-Aktivitäten wie Wandern, Kajakfahren und Walbeobachtung klingen unglaublich. Ich weiß. Die Naturlandschaften, von den Fundy-Gezeiten bis zu den roten Sandstränden, sind atemberaubend. Definitiv. Die Maritimes scheinen die perfekte Mischung aus natürlicher Schönheit und kulturellem Charme zu sein. Ich stimme zu. Es steht definitiv auf meiner Reiseliste. Ich kann es kaum erwarten, eines Tages die Maritimes zu erleben. Lektion 19. Budgetierung für Reisen. Hey Anna, ich fange an, meine nächste Reise zu planen und ich werde mich an ein knappes Budget halten. Okay, mit welchem Budget arbeitest du? Ich helfe Ihnen gerne dabei, erschwingliche Optionen zu finden. Nun, ich hoffe,
es möglichst bei etwa $30 am Tag zu behalten. Haben Sie Tipps für Reisen mit kleinem Budget? Unbedingt. Es gibt viele Möglichkeiten, auf Reisen Geld zu sparen. Eine frühzeitige Buchung von Unterkünften ist eine große Sache. Das macht Sinn. Und was ist mit Essen? Ich schätze, einige meiner eigenen Mahlzeiten zu kochen würde helfen. Definitiv. Wenn Sie auf lokalen Märkten oder Lebensmittelgeschäften essen, können Sie im Vergleich zu Restaurants eine Menge Geld sparen. Hervorragend, das ist genau die Art von Ratschlägen, auf die ich gehofft hatte. Irgendwelche anderen budgetfreundlichen Tipps? Sicher, schauen Sie sich kostenlose oder kostengünstige Aktivitäten wie Wandern, Wandertouren oder einfach nur Erkundungen zu Fuß an. Oh, das ist eine tolle Idee. Und ich sollte wahrscheinlich teure Touristenfallen vermeiden, oder? Genau. Halten Sie sich an die lokalen Orte und Sie erhalten ein viel authentischeres Erlebnis für weniger Geld. Toll, das ist alles super hilfreich. Ich habe das Gefühl, auf dem richtigen Weg zu sein, um eine erschwingliche Reise zu planen. Ich freue mich, dass ich dir ein paar nützliche Tipps geben konnte. Lassen Sie mich einfach wissen, wenn Sie weitere günstige Reisehinweise benötigen. Werde ich machen. Vielen Dank, Anna. Ich freue mich wirklich darauf, jetzt mit der Planung der Details zu beginnen. Lektion 20. Auf der Suche nach der perfekten Decke. Hey Anna, ich bin auf der Suche nach einer neuen Decke. Etwas Kuscheliges und Weiches wäre toll. Oh, das klingt wunderbar. Oh, wie wär's mit diesem? Es ist weich und hat eine schöne, plüschige Textur. Das sieht wirklich bequem aus. Was ist der Preis dafür? Es ist eigentlich ziemlich erschwinglich, nur etwa $25. Die Qualität scheint auch sehr gut zu sein. Oh genial, das ist genau in meinem Budget. Glaubst du, es würde mich warm genug halten? Auf jeden Fall ist das Material perfekt, um es sich in einer kühlen Nacht gemütlich zu machen. Es hat eine hervorragende Isolierung. Hervorragend, genau das suche ich. Kannst du mir auch ein paar andere Optionen zeigen? Sicher, lassen Sie mich noch ein paar Decken herausholen, die passen könnten. Hier ist einer mit einem lustigen Muster. Oh, ich mag das Design auf dem. Wie ist die Weichheit im Vergleich zur ersten? Es ist genauso weich, wenn nicht sogar etwas weicher. Der Stoff ist wirklich hochwertig. Toll, das könnte auch ein Anwärter sein. Okay, zeig mir noch eine Option, falls es dir nichts ausmacht. Absolut, lass mich sehen, was ich sonst noch finden kann. Ah, hier ist ein Superplüschtier, das im Angebot ist. Oh, das sieht unglaublich weich aus. Vielleicht muss ich das nehmen, es ist perfekt. Gute Wahl. Ich denke, du wirst mit dieser kuscheligen Decke sehr glücklich sein. Toll, ich freue mich darauf, es nach Hause zu bringen und mich einzukuscheln. Vielen Dank für die Empfehlungen. Lektion 21. Pendelverkehr vergleichen. Guten Morgen, Anna. Wie kommst du jeden Tag zur Arbeit? Normalerweise nehme ich den Bus. Es ist ein ziemlich einfacher Weg für mich. Ah, den Bus zu nehmen ist praktisch.
Was ist während der Hauptverkehrszeit? Der Bus kann dann etwas voll werden, aber ich komme trotzdem pünktlich zur Arbeit. Ich verstehe. Ich fahre sogar ins Büro. Ich brauche ungefähr 30 Minuten pro Strecke. Autofahren gibt dir zwar mehr Flexibilität, aber der Verkehr muss nervig sein. Das hast du richtig verstanden. Die Straßen sind heutzutage immer so verstopft. Das kann ich mir vorstellen. Zumindest im Bus kann ich mich entspannen und lesen oder Musik hören. Das ist ein gutes Argument. Ich stecke die ganze Zeit hinter dem Lenkrad fest. Es hat seine Vor- und Nachteile, nicht wahr? Was gefällt dir am meisten an deinem Pendelverkehr? Ich schätze, ich genieße die Zeit alleine, um mich mental auf den Tag vorzubereiten. Das ist eine nette Art, es zu betrachten. Die Busfahrt ist meine Zeit, um mich vor der Arbeit zu entspannen. Ja, ich kann mir vorstellen, dass das auch von Vorteil wäre. Vielleicht sollte ich öffentliche Verkehrsmittel in Betracht ziehen. Es lohnt sich, nachzuschauen, wenn Sie den Stress beim Fahren reduzieren möchten. Der Busfahrplan kann jedoch einige Anpassungen erfordern. Das stimmt. Ich muss die Optionen abwägen und sehen, was für mich am besten funktioniert. Lektion 22. Planung einer Wochenendwanderung. Hey Anna, ich denke darüber nach, am Samstag wandern zu gehen. Das Wetter sieht toll aus. Eine Wanderung klingt wunderbar. Wo planst du hinzugehen? Ich habe darüber nachgedacht, mir den Trail im State Park anzusehen. Warst du schon einmal dort? Ja, ich liebe diesen Trail. Unterwegs gibt es einige wirklich wunderschöne Landschaften. Toll, das ist gut zu hören. Wie lange dauert die Wanderung normalerweise? Es ist ungefähr eine 5- bis 6-stündige Hin- und Rückfahrt, abhängig von Ihrem Tempo. Achten Sie darauf, viel Wasser einzupacken. Okay, gut zu wissen. Ich nehme auf jeden Fall viel Flüssigkeit mit. Irgendwelche anderen Tipps? Tragen Sie robuste Wanderschuhe und kleiden Sie sich in Schichten, falls sich das Wetter ändert. Verstanden, das ist ein wirklich hilfreicher Rat. Ich möchte sicher gehen, dass ich vorbereitet bin. Definitiv. Und vergessen Sie nicht ein paar gesunde Snacks zum Auftanken während der Wanderung. Gute Entscheidung. Ich werde sicherstellen, dass ich etwas Trailmix oder Müsliriegel einpacke. Perfekt. Ich bin sicher, du wirst eine wundervolle Auszeit auf dem Trail haben. Ich freue mich riesig darauf. Danke für die Tipps. Lektion 23. Immersive Reisehinweise. Hey Anna, ich plane eine Auslandsreise. Wie lange würdest du mir eine Reise empfehlen? Das ist aufregend. Ich würde etwa 2 Wochen vorschlagen, um vollständig einzutauchen. 2 Wochen, Das klingt nach einer guten Zeit, um die Kultur wirklich zu erleben. Absolut. Es gibt Ihnen genug Zeit, um die wichtigsten Sehenswürdigkeiten zu besichtigen und trotzdem eine gewisse Flexibilität zu haben. Das macht Sinn. Ich möchte das Beste aus meiner Zeit dort machen und mich nicht gehetzt fühlen. Exakt. Eine zu kurze Reise kann dazu führen, dass Sie das Gefühl haben, nicht tief graben zu können. Ja, ich will nicht einfach die Oberfläche überfliegen.
Irgendwelche Tipps, wie man diese 2 Wochen maximiert? Ganz gewiss. Ich würde empfehlen, Unterkünfte in zentraler Lage zu buchen. Auf diese Weise können Sie bequem zu Fuß gehen oder die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen, um sich fortzubewegen. Guter Punkt. Durch die Verkürzung der Transportzeit kann ich mehr sehen. Definitiv. Und versuchen Sie, ein paar wichtige Sätze in der Landessprache zu lernen, bevor Sie gehen. Das ist eine tolle Idee. Es zeigt Respekt und erleichtert den Kontakt zu Einheimischen. Absolut. Und seien Sie offen dafür, neue Lebensmittel auszuprobieren. Das ist ein großer Teil des Eintauchens in die Kultur. Natürlich möchte ich die Küche in vollen Zügen erleben. Gibt es Gerichte, die du unbedingt probieren solltest? Oh, das lokale Streetfood ist unglaublich. Und verpassen Sie auf keinen Fall die traditionellen Backwaren. Lecker, das klingt alles köstlich. Ich kann es kaum erwarten, in die kulinarische Szene einzutauchen. Ich denke, 2 Wochen sind die perfekte Zeit. Sie werden erfrischt und inspiriert zurückkommen. Ich hoffe es. Danke für all die tollen Tipps. Ich freue mich riesig auf diese Reise. Lektion 24. Den perfekten Koffer auswählen. Morgen. Ich bin auf der Suche nach einem neuen Koffer. Irgendwelche Empfehlungen? Oh, Koffer einkaufen, wie aufregend. Nach welcher Art von Funktionen suchst du? Nun, ich möchte etwas Haltbares, aber nicht zu Schweres. Und möglicherweise mit einigen Fächern. Eine mittelgroße Tasche mit Fächern klingt super praktisch. Auf diese Weise können Sie organisiert bleiben. Genau, das habe ich mir auch gedacht. Welche Stile würden Ihrer Meinung nach gut für Reisen geeignet sein? Hartschalenhüllen eignen sich hervorragend zum Schutz Ihrer Sachen, aber weiche Hüllen sind oft leichter. Das ist ein gutes Argument. Ich will nichts, was zu sperrig ist und schwer zu tragen ist. Definitiv. Und suchen Sie nach einem mit guten Rädern. Das macht das Navigieren auf Flughäfen so viel einfacher. Oh, du hast recht. Leichtgängige Räder sind ein Muss. Sollte ich sonst noch etwas beachten? Oh, und schau, ob du einen mit einem eingebauten USB-Ladeanschluss findest. Super praktisch für Ihre Geräte. Wow, daran habe ich nicht einmal gedacht. Das wäre an langen Reisetagen so nützlich. Absolut. Und vergessen Sie nicht, auch die Garantie zu überprüfen, falls etwas passiert. Gute Entscheidung. Ich möchte sicher gehen, dass ich einen hochwertigen Koffer bekomme, der mir eine Weile hält. Definitiv. Mit dem richtigen Koffer werden Ihre Reisen viel reibungsloser verlaufen. Ich freue mich darauf, mit der Suche zu beginnen. Danke für all die tollen Tipps.